Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode nach der Sommerpause von The Personality Icon Austria. Mein Name ist Martina Gleisnebner-Teskay und mit dieser Serie möchte ich dich ermutigen und inspirieren, ganz und gar in deine Persönlichkeit einzutauchen, sie zu stärken, sie zu leben und diese Welt damit zu bereichern. Denn genau das brauchen wir. Wir brauchen authentische, mutige Persönlichkeiten, die ihre Gaben nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihr Umfeld einsetzen. Für diese erste Episode im Herbst, in einer Zeit, die uns so viel abverlangt, Corona-Krise, Kriege, Klimawandel, habe ich eine Frau gewonnen, die ich zu jeder Zeit und unter allen Umständen als unglaublich stärkend und mit positiver Energie ausgestattet empfunden habe. Kasia Greco. Kasia Greco hat internationale Betriebswirtschaft studiert, spricht 6 Sprachen fließend, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Polnisch, hat lange Zeit als internationale Führungskraft sehr erfolgreich Teams geführt, unterstützt Menschen auf der ganzen Welt als Top-Executive und Life-Coach und engagiert sich in der Interessenspolitik für Familien, für ein Personenunternehmen, für die Gesundheit und für Internationales. Diese Episode ist deshalb so spannend, weil Kasia mir nicht nur meine 6 Fragen beantwortet hat, sondern auch ganz handfeste Tipps gibt, wie du deinen Herbst zu einem erfolgreichen, positiven machen kannst. Reisen, Kulturen, Menschen aus der ganzen Welt kennenlernen zu dürfen, mit ihnen mich auszutauschen, von ihnen zu lernen, das beflügelt mich. Das beflügelt mich, seit ich ein kleines Kind bin. Wir sind ja schon so eine multikulturelle Familie, polnische Wurzeln, Familie quer über die Welt hinaus, in Amerika, in Australien, in Brasilien und natürlich in Europa. Ich durfte dementsprechend auch sehr viel reisen, von klein auf. Das hat für mich zum Alltag gehört. Ganz ehrlich, eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, wie ich so begonnen habe, alleine zu reisen, ich habe mir mal Österreich angesehen, denn aufgrund unserer familiären Konstellation habe ich die Welt besser als mein Heimatland gekannt. Und genau diese Reisen, dieses Internationale, die Vielfalt, hat mich darin beflügelt, auch Sprachen zu lernen. Nicht nur meine Muttersprache Polnisch, meine zweite Muttersprache Deutsch, weil eben hier in Wien geboren und aufgewachsen, sondern auch andere Sprachen. Mit Begeisterung bin ich im Englischunterricht, im Französischunterricht, ja selbst in Latein dagesessen. Und das hatte was Gutes mit sich, denn Spanisch und Italienisch, die kamen dann ganz einfach so mit dabei. Dass ich im Ausland studiert habe, war in Wirklichkeit eine Folge genau dieser Leidenschaft, wo ich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön meinen Eltern aussprechen möchte, denn ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Ich habe immer wieder mal als Au-pair gearbeitet und daneben Französisch gelernt. Ich durfte in einer Volksschule in Amerika mitarbeiten und Englisch lernen, amerikanisches Englisch einmal hineinschnuppern, um dann herauszustellen, dass British English doch eher meine Variante ist. Und so kamen diese ganzen Sprachen, die Reisen, aber vor allem die Begegnungen mit den Menschen dazu, dass ich mir ein immenses Netzwerk aufbauen durfte, welches wirklich in alle Länder dieser Welt geht. Darauf bin ich sehr stolz und das ist auch der Teil, den ich heute in meinem Berufsleben, in meinem Privatleben nicht nur für mich, sondern auch für viele meiner Freundinnen, meiner Bekannten und auch Kundinnen sehr, sehr gerne ausnütze. Fröhlichkeit. Fröhlichkeit, Lachen, auf Menschen zugehen, ich liebe es. Es gibt für mich nichts Schöneres, wenn ich ein kleines Schmunzeln aufs Gesicht meines Gegenübers zaubern kann. Ich habe vor vielen Jahren einmal das Lola-Prinzip gelesen. Und dort ist eine Übung drinnen und ich mache die immer wieder noch, obwohl das jetzt über 20 Jahre her ist, dass ich dieses Buch gelesen habe, das mich in meiner Intuition eigentlich bestärkt hat. Ich fahre mit dem Zug, ich fahre mit der Straßenbahn und ich visualisiere eine Person, die bei der Haltestelle steht und wartet. Und je grimmiger diese Person reinschaut, umso mehr ist sie mein Opfer im positiven Sinn. Ich schicke dieser Person mein Lächeln.
Und glaubt eins, diese Person lächelt mich spätestens, wenn die Straßenbahn aus der Haltestelle wieder rausfährt, lächelt diese Person auch. Das beflügelt, das gibt Energie. Und ich glaube, das ist auch eine Energie, die wir gerade in unserer heutigen Zeit extremst benötigen. Viele Leute sagen mir, was grinst denn du immer so? Und ich denke mir ganz ehrlich, wenn ich grantig reinschaue, doch das kann ich. Aber wenn ich grantig reinschaue, dann wird die Situation nicht besser. Und diese Energie, dieses positive Adrenalin, das wir alle aussprühen, wenn wir lachen, wenn wir lächeln und wenn wir jemanden anderen zum Lachen, zum Schmunzeln bringen. Ich bin schon einmal hingegangen, unlängst erst, zu einem Manager, einem ganz wichtigen Manager, einen guten Kopf größer als ich. Und er ist ganz grimmig dagestanden, eindeutig gestresst, urlaubsreif, kein guter Tag. Ich bin hingegangen und ich habe gesagt, darf ich? Er hat mich angeschaut, was willst du? Und ich bin hingegangen, so wie ich es auch bei meinen Kindern oft mache und bei vielen anderen. Ich habe mit dem Zeigefinger an seiner Wange Richtung Ohr ein kleines Lächeln raufgezaubert. Und es hat funktioniert. Er hat gelächelt. Er hat gesagt, na geh. Aber er hat gelacht. Es war eine andere Ausstrahlung. Seine Schultern sind nach hinten gegangen. Und ich glaube, diese Macht des Lächelns sollten wir alle beherrschen, denn sie bringt in unseren stressigen Alltag so viel positive Energie hinein und auch auf den vielen Selfies, die in diesen Zeiten geschehen, schauen wir dann wesentlich besser aus. Ich bin auf die Welt gekommen, um die Welt zu retten, wird der eine oder andere über mich sagen. Ich sehe es nicht genauso, denn ich darf mir auch ganz viel aus dieser Welt mitnehmen von den Personen, die mich umgeben. Im Guten und im Schlechten, denn wir lernen aus allem. Das, was ich wirklich mache und irrsinnig gern aus Leidenschaft mache, ich habe es vorhin schon gesagt. Ich beflügle gerne andere Menschen, ich gebe ihnen gerne Mut, ich gebe ihnen gerne Zuversicht. Ich tische ihnen sehr gerne Möglichkeiten auf, wie sie eine Situation, ein Problem, eine Herausforderung vielleicht mit anderen Augen sehen können. Dieser Blick von außen. Ich liebe es, Menschen helfen zu dürfen. Wenn mir irgendjemand erzählt, ach, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, wohin ich fahren soll, ich weiß nicht, wo ich eine Mitarbeiterin finden darf, ich suche einen Job, dann ist das für eine Person wie für mich nicht eine reine Information, sondern ein ganz klarer Auftrag. Und ich gehe mit dem Auftrag hinaus und ich suche, wo gibt es Jobmöglichkeiten, wo gibt es Feriendomizile, wo gibt es was auch immer, egal wie wichtig oder klein die Sache nicht ist, es ist für mich ein Auftrag. Und ich mache das von mir aus, ich erwarte mir auch nichts zurück. Denn ich bin auch eine felsenfeste Verfechterin. Wenn ich heute jemandem helfe, dann kann diese Person morgen jemandem anderen helfen. Es muss nicht dieses 1-2 Richtung sein, sondern es darf weitergehen. Denn genau so können wir in dieser Welt Gutes bewirken. Andere Menschen motivieren, Gutes zu bewirken. Und ich bin mir sicher, wenn ich heute helfe, dann bekomme ich morgen oder vielleicht schon heute Hilfe oder positives Feedback von einer anderen Seite. Und dieses, ich nenne es gerne Soft-Skill-Coaching, das ist etwas, was wir sehr oft zwischen den Zeilen sehen. Das ist auch das, was mich so interessiert an anderen Sprachen. Natürlich können wir auf Englisch im Großteil der Welt kommunizieren. Aber wenn Englisch nicht unsere Muttersprache ist und sie ist weder meine noch die von meinem Gegenüber, dann riskieren wir durchaus, dass zwischen den Zeilen etwas verloren geht. 2 Möglichkeiten haben wir da. Entweder wir sprechen die Sprache des anderen, wo ich die Gabe, und das ist wirklich eine Gabe, die ich da habe, viele Sprachen sprechen zu dürfen, wo selten erkannt wird, dass ich nicht aus diesem Land stamme, oder und vor allem, und das ist meine große Empfehlung, auf die Gestik achten, in die Augen hineinschauen, den Mut zu haben, in die Augen des Gegenübers zu schauen, die Körperhaltung wahrnehmen, denn da, selbst wenn wir die Sprache nicht verstehen, können wir ganz genau fühlen, wie es dem Gegenüber geht. Da durfte ich auch
eine Zeit lang Frauen aus Kriegsgebieten betreuen und die Frauen aus diesen Kriegsgebieten haben in dem Fall nur Arabisch gesprochen. Ich spreche kein Wort Arabisch. Es waren Dolmetscher mit dabei bei diesen Gesprächen, bei diesen Workshops. Es hat keines Dolmetschens bedarf. Diese Frauen, wie sie zum Himmel schreien, wie ihre Verzweiflung Ausdruck geben, da bekomme ich bis heute Gänsehaut. Und das kann man aber nur, wenn man sich empathisch aufs Gegenüber einlässt. Dann sind die Worte eine Bestätigung ganz einfach dieser Gesten des Ausdrucks. Deswegen ist meine große Empfehlung für alle und ein großes Credo für mich, ganz egal, was die anderen sagen, erlauben wir uns auch in unserer gestressten Geschäftswelt Emotionen zuzulassen, diese zu leben, diese von anderen wahrzunehmen. Meine Familie, meine multinationale Familie hat sicherlich die Basis, das Fundament gelegt. Mentorinnen und Mentoren, die ich im Laufe der vielen Jahre kennenlernen durfte, ganz, ganz wichtig. Ich sage immer, ein jeder sollte eine Mentorin, einen Mentor haben und durchaus auch für unterschiedliche Lebensphasen unterschiedliche Mentoren. Und das muss jetzt auch gar nicht irgendetwas Hochoffizielles sein, ganz einfach ein Sparringpartner, eine Person, mit der man sich austauscht, die vielleicht schon einen halben Schritt vorausgegangen ist und von der man sich was abschauen kann. Mit dem Zusatz, nicht ein jeder Schuh passt einer jeden Person auf die gleiche Art und Weise. Ich sage sehr gerne, wenn man mir High Heels gibt, höchstens mit einem Sohn rechts, einem links, der mich hält, mein Mann, der ein Foto macht, dann muss ich sie wieder ausziehen. Für andere Frauen ganz genial der Weg zum besseren Auftritt. Ich kann es nicht. Bin ich deswegen weniger Frau? Nein, ich habe meinen Stil. Jeder muss seinen Stil finden und vor allem sich selbst mit sich wohlfühlen. Ich habe ganz viele Jahre lang gebraucht, um zu verstehen, wie funktioniert denn das? Ich war sehr in diesem Schulsystem. Wenn ich brav bin, bekomme ich ein Zuckerl, bekomme ich eine Zierleiste in der Volksschule, dann gibt es einmal eine gute Note in der Schule oder dann auf der Uni auch und dann im Jobleben wird das ganz genauso funktionieren. Das heißt, ich war in meinem ersten Job oder in einem meiner ersten Jobs drinnen, wirklich mit Enthusiasmus dabei und ich habe mir dann gedacht, ich bin die Erste im Büro, ich bin die Letzte, die geht. Und neben mir haben begonnen Personen, die weniger offensichtlichen Einsatz gezeigt haben, Karriere zu machen. Und ich habe mir gedacht, Moment, was läuft da falsch? Und ich habe dann gelernt, ich muss aufzeigen. Ich muss den Mut haben, aufzuzeigen. Und das war gar nicht so leicht, weil ich hatte es ja angelernt, wenn ich brav bin, dann bekomme ich. Niemand hat gesagt, geh und fordere deine Zierleiste, geh und fordere deine gute Note ein. Das war ein Umdenkprozess und da hatte ich meinen Chef, damals in Italien, der hat mir das beigebracht. Massimo Bonzi hat gesagt, Kasia, chi domanda, comanda. Wer fragt, sagt, wo es lang geht. Und das ist ein Leitsatz. Und wenn ich bedenke, dass das im Jahr 94 war, ist das ein Leitsatz, der mich jetzt schon wirklich sehr, sehr lange begleitet. Diese Erfahrungen, Erkrankungen, Familie, Kinder, die Bereicherung, die meine Söhne für mich sind, nämlich auch sich wieder aufs Wichtige zu fokussieren, sich die Zeit zu nehmen, mit dem Zeigefinger minutenlang, die sich für gestresste Erwachsene wie Jahre anfühlen, einer Ameise zu folgen. Unsere Kinder können sehr oft unsere Lehrmeister sein, genauso wie dies Mentorinnen und Mentoren sind. Und so sind die Erfahrungen auf der einen Seite dieser multikulturelle, internationale Topf, dem ich immer extremst offen gegenübergestanden bin, auch meine Kinder da mit reingenommen habe, mitgenommen habe auf Reisen, wo immer nur möglich ist, auf der einen Seite, weil das die Vielfalt ist. Ich habe große Erfolge feiern dürfen, gerade im Coaching-Bereich in Amerika. So habe ich mit meiner Selbstständigkeit begonnen. Nicht und bei weitem nicht, weil ich der beste oder einzige Coach bin, den es in Amerika gibt. Nicht, weil ich irgendeine spezielle Coaching-Art hätte,
sondern aus dem einfachen Grund, weil ich, Kasia Greco, diejenige bin, die europäisch, die österreichisch gedacht hat und diesen österreichischen Gedanken in Amerika weitergeben durfte. Das war mein USP, mein Alleinstellungsmerkmal. Und wir suchen sehr oft die Perfektion da draußen. Dabei liegt sie sehr, sehr oft bei uns drinnen, in uns selbst. Neugierig bleiben. Neugierig bleiben und nicht sich verzetteln, einen ganz bestimmten Weg, den man vielleicht geplant hat, zu gehen, sondern offen sein, dass wenn ich ein Ziel im Auge habe, vielleicht der Weg ein ganz anderer ist, als den ich mir überlegt habe, vielleicht ich nie mein Ziel erreichen werde, was extrem frustrierend sein kann, aber sich dafür andere Türen öffnen. Wenn mich vor 3 Jahren, vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren jemand gefragt hätte, was ich heute 2021 machen würde, ich hätte ihm etwas ganz anderes geantwortet als das, was ich heute mache. Ist es gut so? Es ist perfekt so, wie es ist jetzt. Und das hat ganz viel auch mit Annehmen zu tun. Ich könnte extrem viel Energie dafür aufwenden, unbedingt den Weg, den ich mir vor 10 Jahren überlegt hatte, zu gehen. Dran zu bleiben, genau den Weg. Und auch wenn alle Türen zu steinernen Mauern, zu Stahlwänden geworden wären, ich hätte mir nur den Kopf wund geschlagen. Ich musste lernen, anzunehmen, dass das anscheinend doch nicht der für mich optimale Weg ist. Ich durfte lernen, in ganz neue Gebiete einzutauchen. Ich hätte es mir nie gedacht, dass ich bestimmte Sachen machen würde, dass ich Politik, Interessensvertretung, ganz vieles machen würde. Das hat so große Namen gehabt, da hat die kleine Kasia überhaupt nicht reingepasst. Damit hat sich die kleine Kasia auch nie beschäftigt. Das, was die kleine Kasia aber gelernt hat, dahinter stehen auch nur Menschen. Und die machen das, so wie die meisten von uns, nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich durfte dort lernen, dass ich mache es aus Leidenschaft, gerne mich für andere einzusetzen. Ob das als Klassensprecherin war, ob das auf der Uni war, als Mentorin für die jungen Studentinnen und Studenten, ob das war im Elternverein vom Kindergarten bis zum Gymnasium hin, in den Schulen meiner Söhne. Es war nichts anderes, als mich für andere stark zu machen. In der Wirtschaft mich für andere stark zu machen, für Frauen mich stark zu machen. Bei der Krebsdiagnose, Krebs-Selbsthilfe, mich für andere stark zu machen. Ganz ehrlich, das ist nichts anderes als Politik und Interessensvertretung. Es hat unterschiedliche Namen, aber es funktioniert nur dann, ganz egal wie wir es nennen, wenn Herzblut dahinter steht und wenn man sich nicht über Farben, nicht über Namen definiert, sondern über Inhalte und besonders über die Menschen, für die man sich einsetzen möchte. Und das mache ich aus Leidenschaft gerne. Und ich sage allen immer wieder, und ich werde nicht müde, dies zu wiederholen: Traut euch, habt Mut, euren Weg zu gehen, da wo das Herz schlägt. Und ganz egal, was das Umfeld sagt, ganz egal, wie sich das betitelt, wenn das Herz am richtigen Fleck ist, dann ist das der richtige Job. Ich bin ein Energiebündel. Ich bin Mutgeberin, ich bin Strahlefrau. Und ich hoffe dadurch, ganz viele Personen inspirieren zu können, einen kleinen Lichtschein zu geben, wenn es einmal ganz, ganz düster ist. Und vor allem Personen bei der Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Niemand muss alleine sein. Wir haben das gerade in den letzten Jahren gesehen und da bin ich jetzt gar nicht bei der Pandemie und so, das hat es natürlich noch verschärft, aber auch schon davor, durch die Digitalisierung, durch das ewige Schnelle ist der Mensch sehr oft in den Hintergrund gerückt. Durch diese Social-Media-Perfektionsauftritte sind die Menschen noch perfekter als perfekt geworden. Das heißt, der Druck, ich muss was sein, ich muss was tun. Und das ist vom Aussehen über den Erfolg bis hin zur Familie, Bilderbuch, ganz ehrlich, es ist Leben, was wir da draußen machen.
Wir leben es täglich und wir dürfen authentisch wir sein, denn dann ist das Leben auch lebbar. In dieser gesamten Vielfalt an Menschen, die wir sind, dünn und dick und groß und klein und jung und alt, das macht ja dann erst richtig Spaß, da draußen unterwegs zu sein. Und wenn ich auch nur eine einzige Person am Tag darin bestärken kann, so zu sein, wie sie oder wie er ist und sein möchte, dann habe ich bereits das erreicht, was mir so wichtig ist, nämlich meinen Mitmenschen Freude in ihren Alltag zu bringen.